Herzlich willkommen bei den Forst Arena Praxisreports. Heute sind wir in Garmisch-Partenkirchen und begleiten den S-Line-Rückanhänger von unserem Kunden Thomas Neuner live im Einsatz. Forst Arena Praxisreport, powered by Pfanzelt. Ein typischer Novembertag in Garmisch-Partenkirchen. Es regnet und es ist kalt. Von den Bergen schaut der Schnee herunter. Aber Forstarbeit kennt bekanntlich kein schlechtes Wetter. Das sieht auch Thomas Neuner so, der heute mit seinem Rücke-Anhänger in den Bergwald fährt, um Brennholz ins Tal zu bringen. Wir sind da in Garmisch-Partenkirchen und mein Schwiegervater ist ein Schafzüchter und ich tue hobbymäßig ist mein Hobby Holz machen. Wir machen zwischen 40 und 50 Ster Brennholz machen wir jetzt ja in unserem eigenen Wald. Und damit wir das Holz auch beim Wald rausbringen, haben wir uns dann für so einen netten kleinen S6 Rückenwagen entschieden, weil von der Größenverhältnis und von der Preis-Leistungs-Verhältnis ist der das Beste für meinen Bulldog dazu und auch für unsere Wege. Der S6 ist das Einstiegsmodell im Rücke-Anhängersortiment von Pfanzelt und gehört zur S-Line-Baureihe, die für den Einsatz bei Privatwaldbesitzern und Semi-Profi-Betrieben ausgelegt sind. Mit seiner kompakten Bauart und dem geringen Eigengewicht passt dieser Wagen perfekt zum kleinen Lindner Geotrack 60. Am Holzplatz angekommen, schaltet Thomas die Zapfwelle ein, um die Eigenölversorgung des Anhängers anzutreiben. Das gewährleistet eine flinke Kranarbeit, unabhängig von der Hydraulikleistung des Traktors. Durch das, damit ich so einen relativ kleinen Schlepper habe mit 60 PS, er geht super, aber deswegen habe ich mich auch für die Eigenölversorgung entschieden, weil die Pumpen nachher super Leistung bringt und dann geht es nicht auf die Schlepperhydraulik und da ist halt die Eigenölversorgung ist halt super. Zum Holzladen steigt Thomas auf den Bedienstand über der Deichsel. Dort fährt er zunächst die beiden Stützfüße aus, damit der Anhänger sicher steht. Den Kran steuert er über 2 Kreuzhebel mit je einem elektrischen Schalter. Ein Bedienkonzept, mit dem er auf Anhieb zurechtgekommen ist. Ich tue Bagger fahren und da bin ich natürlich gleich super reingekommen und auch von den Bedienen ist alles so logisch gemacht. Teleskop raus ist oben mit dem Kippschalter und Zange auf und zu ist auch mit dem Kippschalter. Du hast quasi immer die 2 Hände an die Bedienhebel und brauchst nicht lange anschauen, was muss ich jetzt bedienen. Das geht einfach und ist super leicht zum Lernen. Der kleine Kran geht kraftvoll ans Werk. Spielend leicht hebt er die schweren Buchenstämme auf die Ladefläche zwischen den Rungen. Mit der Leistung ist Thomas mehr als nur zufrieden. Vom Kran her hat 6,40 Meter Reichweite, hat ein einfaches Teleskop dazu und für das, was der Kran kann, ist gigantisch. Für die Größe, was der Rückenwagen ist, er ist schön leicht, er hat bloß 1,7 Tonnen Gesamtgewicht und was der Kran alles da hebt und auch von der Reichweite her, es ist unvorstellbar, was der für eine Hubleistung hat. Jetzt sieht man heute, wo wir die Buchen aufgelegt haben, das Buchenholz ist ein Hartholz, es ist schwer und es ist unschlagbar. Bis jetzt bin ich eigentlich noch nie eingegangen und wenn er halt zu lang ist, dann schneidet man halt ab, man macht ein Brennholz. Thomas war lange auf der Suche nach einem passenden Rücke-Anhänger. Für den Pfanzelt S6 hat er sich letztendlich wegen der umfangreichen Serienausstattung entschieden. Mitbewerber aus dem Ausland sind seiner Meinung nach nur auf den ersten Blick günstiger. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von der Ausstattung her, der hat schon relativ viel Ausstattung drin gegenüber der Konkurrenz, was du alles dazu kaufen musst. Und wenn du danach einen Preis vergleichst, bist du eigentlich mit dem Pfanzelt fast eigentlich am günstigsten. Vorne am Stirngitter gibt es eine praktische Halterung für die Motorsäge, die Thomas herauszieht, um einen überstehenden Stamm abzuschneiden. In einem geräumigen Staufach hat er 2 Spanngurte dabei, um die Ladung zu sichern. Dazu gibt es mehrere Zurrpunkte unten an den Rungen.
Zu guter Letzt klappen wir noch die LED-Beleuchtung aus ihrer geschützten Position im Rahmen heraus. Dann machen wir uns auf den Weg ins Tal. Wir sind da in unsere Berge unterwegs und da sind steile Wege runter. Und da ist es wichtig, damit der Rückwärtswagen auch gut bremst. Darum hat der Pfanzelt war ausschlaggebend, weil der eben 2 Bremssysteme hat. Einmal die Auflaufbremse und dann noch die hydraulische Zusatzbremse. Die hydraulische Zusatzbremse ist beim S6 serienmäßig an Bord. Thomas bedient sie über ein Traktorsteuergerät. So kann er auch mit dem schwer beladenen Anhänger langsam und sicher über die steilen Wege talwärts fahren, ohne seinen kleinen Traktor zu überfordern. Ebenfalls zur Serienausstattung gehört eine hydraulische Schwenkdeichsel. Damit kann Thomas um enge Kurven fahren und problemlos auf den schmalen Waldwegen rangieren. Bevor wir auf die öffentliche Straße fahren, arretieren wir die Schwenkdeichsel und die beiden Stützfüße. Alle S-Line-Rücke-Anhänger verfügen über eine Straßenzulassung bis 25 km/h. Für Thomas war das ein maßgebliches Kriterium, damit er sein Holz eigenständig vom Wald nach Hause fahren kann. Am Lagerplatz im Tal werden die Stämme abgeladen und im Anschluss zu Brennholz verarbeitet. Die beiden Kranzylinder sitzen gut geschützt vor Beschädigungen an der Oberseite des Hauptarms. Den Teleskopzylinder verbaut Pfanzelt im Inneren, genauso wie alle Hydraulikschläuche. Das gewährleistet eine hohe Einsatzsicherheit. Als Zubehör hat sich Thomas für eine feuerverzinkte Schnittgutwanne entschieden, die mit Spanngurten an den Rungen gesichert wird. Bei Bedarf lassen sich die beiden Hälften mit dem Kran schnell herunterheben. Der Hobbyforstwirt nutzt die Wanne für den Transport von Gestrüpp und Ästen, aber auch das Heu für die Schafe hat er damit schon nach Hause gefahren. Mit dem Rückewagen ist er so zufrieden, dass er sich gleich noch eine S-Line-Seilwinde für seinen Lindner Geotrack bestellt hat, mit der er in Zukunft das Holz aus dem Wald rücken will. So, jetzt haben wir den S6 live im Einsatz gesehen. Der S6 ist das kleinste Produkt unserer großen Rückanhängerbaureihe. Die Profi- und die Lockline-Rückanhänger gibt es in den weiteren Praxisreports. Wenn ihr mehr zur Technik von diesem Rückanhänger erfahren wollt, dann schaut euch die Videos der Forstarena Beratungswochen auf diesem YouTube-Kanal an.